All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von LA Noire. Ja, wir haben uns jetzt nochmal die Sequenz angesehen. Der Lippenstiftmörder. Ja, mal. Okay, wunderbar. Jetzt hat er mich voll rausgebracht. Ist das ein verdammter Partner? Rusty ist unser neuer Partner. Entschuldigung, Rusty, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ein Nash. Ein Nash, super. Aber wir müssen direkt mal einmal unseren Standpunkt klar machen, dass wir der Boss sind. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Die haben sich im Krieg doch auch rumkommandieren lassen, hä? Macht doch gar keinen Sinn. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Die waren von der Bild. Oh, diesmal mal mitten, obwohl wir hatten schon mal eine Leiche. Aber das ist ja erstaunlich. Warte mal, ich wollte mal eben kurz hier einmal die Spuren mir hier angucken. Aber ich glaube, die spielen keine Rolle. Zumindest noch nicht. Oh, so. Okay, wunderbar. Hat nichts gebracht. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the Moors. scene? Yes, detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Ekelhaft die Presse. Wir gucken erstmal einmal so ein bisschen uns um. Hier ist was. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 41. 8. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Wunderbar.
Blutspuren. Die wohl uninteressant sind. Wir gehen gleich zur Leiche. Wir gucken erstmal einmal wieder hier rum. Eine Bürste ist unwichtig wahrscheinlich wieder. Aber die Handtasche. Alles Mögliche drin. Und er nimmt sich einen Lippenstift. Weiter zu untersuchen. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Lippenstift. Classic. Ja, was ist? Ach so, meinst du, der packt den immer dann da rein, oder was? Nee, das ist unwichtig. Das ist nur eine Bürste. Eine Bürste. So, was haben wir hier? Was ist das Some denn? kind of puzzle or parlor game. Weltkugel. Muss ich das jetzt machen? Holy shit, das dauert aber. Das ist ja voll falsch. Aha. Müsste richtig sein. Und den ganz unteren? Ah nee, ich muss so anfangen. Aha. Bamba-Club. Was ist das denn? Wer hat denn Bock auf so ein Feuerzeug? Was zum Teufel ist das denn? So, was hast du da, Kollege? Hast du auch was? Ah, scheint unwichtig zu sein. Ah, dann schmeiß weg. So, der war gerade hier. Was hat der hier gemacht? Was ist das? Incidental. Okay, nichts ist das. Und was ist das hier? Ein Stück von der Zeitung? Junk. Müll, ja, wunderbar. Gut, dann schauen wir uns mal die Leiche an. Moin Meister, einmal... Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly Oh. stomped. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Okay, wunderbar. Holy shit. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Nach dem Tod. Ja, ist die Frage, ob das dann der Täter war oder ob das nicht vielleicht irgendjemand war, der die gefunden hat oder so. Ah, okay, da ist wohl unwichtig. Fick dich, BD-Text. Interesting. Achso, das war schon. Okay. Und dann müsste ich jetzt fertig sein. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia? Tex? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bamba? Man could die of thirst in a case like this. Okay, machen wir. Wir fahren jetzt dahin, wo wir das Feuerzeug jetzt, also wo das Feuerzeug herkommt. Der verkauft ein Tischfeuerzeug. Ist das unser? Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Wir haben ja keinen schwarzen mehr, wir haben ja jetzt den grünen. Meister, du fährst. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Und was macht so ein Feuerzeug? Hast du das fürs Auto? Hast du das doch niemals genommen, so ein schweres. My money? A copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Big head to hang on your wall. Caller of the decade. Die sind total wahnsinnig hier, verdammt nochmal. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note in the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. There's some opportunist who's been reading about the BD figures. He'll rip off the MO and get himself a freebie.
That's not totally fantastic. Oh. Ich wusste gar nicht, dass du das wegdrücken kannst. Okay, auf jeden Fall haben die darüber diskutiert, ob es ein Trittbettfahrer ist oder ob es der echte ist. Und nun sind wir im Club angekommen. Bam Bar Club. Okay, Rusty. Ah, du weißt noch nicht, wie das läuft. Ich rede. Du schweigst. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Nee, Fire sonst away, alles gut. Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Ja, Tell me natürlich. 3 fingers of rye. So, ich gucke mich erstmal hier um, ne? Hier ist auch schön. Oder laufe ich jetzt direkt schon in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist der Big Boss hier. Der hat seinen eigenen Platz aufgebaut. Wie ein König. Ja, wie ein König. Der kleine Mann. Officer. That's the spirit. Pour me another. Mhm. So, hast du noch was für mich? Was ist das? Das nehme ich mit. This isn't what we're looking for. Ach, schade. Ich dachte, wir nehmen das mit, Cole. Okay, schade. Es gibt sonst nichts hier. Dann quatschen wir mal mit dem. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Jacob Sure, she's a Henry. Celine was a lovely woman. Okay, Verdächtiger, der mit Opfer gesehen wurde. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Das war ja jetzt die Wahrheit. Der hat ja eine komplette Geschichte erzählt. You know him? Hoffe ich. No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Das ist hilfreich. 2B8899. Heiße Nummer habe ich bekommen. Wunderbar. Dankeschön. Oh, guck mal, da hättest du sogar fast die Preisschilder noch sehen können. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Oh, ob die was hatten? I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought Sag ich it doch. years ago. Ja, ja. I carried a torch for Celine in those days. Yes, I always have. Her old man never knew about it. Wunderbar. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Er schaut mich nicht an. Oh, das war ein schwerer Schlucker, mein Freund. Das war ein schwerer So it Schlucker. wasn't Jacob. Then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that?
Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up, asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Thanks, Mr. Alles. Cole. You've been a big help. Alibi One more des thing. Ehemanns. Would you have an address Wunderbar. for Celine? 142 North Union Avenue. 15 Erfahrungspunkte. God knows I could Rangaufstieg. send her home in Belohnung cabs, plus remember 1 that. Intuitionspunkt. Where's that goddamn waitress? Ah, warte, ich wollte mal gucken, aber das geht nicht. So weit komme ich da nicht ran. Aber guck mal, die Karte ist komplett ausgearbeitet. Mega cool. Nur die ganzen Kopien hier, die hier sitzen, ist natürlich nicht so schön, ne? Muss man sagen. Let's get out of here. Ich rede gar nicht mit dem. Soll er doch gleich rennen, ist mir doch egal. Wo ist mein Auto? Ah, nee, wir können noch telefonieren. Warte, Moment. Einmal. Ich kann das aber auch irgendwie vom Auto aus, aber ich weiß nicht wie. Huch. Hä? Hier ist ein Telefon? Da ist ein Telefon. Hol den Wagen. Da weiß ich schon wieder nicht wie. Ah, so. Mal eben kurz leiser stellen. Oh, wunderbar. Wunderbar, so. 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate. Ach ja, genau, den Fahrzeughalter. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. So, dann machen wir uns doch mal auf zu diesem Henry. Oder zu der Wohnung, ne? Von den beiden. Von Celine. Nee, von Celine hat er gefragt, ne? Ja, aber der wird ja auch da wohnen. So. Oh, der Kollege da. You're behind the wheel. Wohnsitz. Wir haben ja auch nur das. Adresse des Mordopfers. Ha. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, fellas. Hat der mir da zuquatscht, ne? Komm. Ist egal. Spielt keine Rolle. Der Rusty, mit dem werde ich nicht lange zusammen sein, ja? Den schmeiß ich raus. Wohnsitz der Henrys. Was haben wir denn da? Ach, das ist ein Wasseranschluss. Na gut. Ich dachte irgendwas Krasses, Cooles. I'll try the back door. Wait here a second. Sonst muss ich das immer machen. Da hat wohl jemand nach was gesucht. Aber nach was? Nach dem Feuerzeug? Kann das sein, dass das ein Na. Ah, glaube ich nicht. So ein Ding, das fällt doch schon auf. Das kann auch sein... Nee, das war doch so, dass das ja damit was zu tun hatte. Looks like somebody's creeped the joint. Burned to death. Familie stirbt feuertot, so, ach man. Polizei sagt, Cops say house fire. Meine Güte. You said I had to go back, Doctor. Hier wieder. Fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Tja, der Typ, der hat... Also ich weiß nicht.
was mit dem los ist, ne? Ganz ehrlich. Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal und wir schauen uns in der Wohnung in der nächsten Folge um. Also, bis dahin.